Efteling ist sicherlich einer der schönsten Freizeitparks in ganz Europa. Doch während man durch diese traumhaft schöne Parklandschaft streift, hallt es an so mancher Stelle im Park auf einmal Dieses Geräusch kommt von den Holle-Bolle-Chais, die die Efteling-Gäste um Papier bitten. Diese Müllschlucker sind über den gesamten Park verteilt und haben definitiv schon Kultstatus erreicht. Doch welche Geschichte steckt eigentlich hinter den Müllschluckern? Wie viele gibt es in Efteling und wo überall im Park sind sie anzutreffen? Um all diese Fragen zu beantworten, geht es in diesem Theme Park Details and Stories Special um magische Mülleimer und wo sie zu finden sind. Und damit herzlich willkommen zu Theme Park Details and Stories. Wenn du magst, was du hier siehst, abonniere doch gerne den Kanal, lasse ein Like oder einen Kommentar hier. Bereits 1958 gab es den ersten Müllschlucker in Efteling, den sogenannten Holle-Bolle-Chais. Das Wort Holle-Bolle steht in diesem Zusammenhang im Niederländischen für eine etwas korpulentere Person. Chais, zu Deutsch Geiß, ist der Nachname von unserem papierfressenden Freund. Die Idee war damals, den Park sauber zu halten, indem man es zu einem besonderen Erlebnis macht, den Müll zum Mülleimer zu tragen, anstatt auf den Boden zu werfen. Der sprechende Mülleimer sorgte damals nicht nur für einen saubereren Park, sondern er erfreute sich auch großer Beliebtheit bei den Besuchern, sodass im Laufe der Jahre weitere Familienmitglieder der Familie Geiß Einzug in Efteling erhalten haben. Zudem hat Efteling eine Geschichte rund um die papierfressenden Besucherlieblinge etabliert. Es lebte einst eine Familie, die immer hungrig war, die Familie Geiß. Ihr absolutes Lieblingsgericht war Papier und so machte sie das Papierschlucken zu ihrem Beruf. Sie beschlossen, die Natur in Efteling zu schützen und von jeglicher Verschmutzung zu bewahren. Seither hört die Familie einfach nicht mehr auf zu essen und lebt bis heute in Efteling. Doch wie viele Familienmitglieder der Familie Geiß gibt es jetzt eigentlich? Derzeit trifft man insgesamt 10 Müllschlucker in Efteling an. Einen 11. gab es bis vor circa 2 Jahren noch an der Fassade des Spooksloot. Bisher ist aber unklar, ob er wieder zurückkommen wird, wenn die neue Attraktion Danse Macabre eröffnet. Lasst uns gemeinsam einmal einen Streifzug durch den Park machen, welche Familienmitglieder der Familie Geiß es gibt. Den Original Holle-Bolle-Chais von 1958 findet man hier, auf dem Anton-Pieck-Plein. Also ganz grob in dem Bereich zwischen Dromflucht und dem Volk von Laaf. Für den nächsten Müllschlucker machen wir uns auf den Weg in den Märchenwald. In der Nähe des Langneck befindet sich der Wagengeiß. Er sitzt, wie der Name schon sagt, in einem Wagen. Auch er ist schon ein älteres Semester. Ihn gibt es schon seit 1967. Bleiben wir direkt im Märchenwald. Hier gibt es nämlich auch noch Opa Geiß. Er befindet sich auf dem großen Platz, wo sich unter anderem der Froschkönigbrunnen in der Mitte befindet. Besonders ist hier, dass Opa Geiß bereits gestorben ist und daher in Form eines Grabsteins dargestellt wird.
Trotz dass der Opa verstorben ist sein Hunger immer noch nicht gestillt, sagt die Inschrift des Grabsteins. Und da der Verstorbene selbst nicht mehr sprechen kann, krächzt der Rabe über dem Grabstein „Papier hier!" und bittet damit die Gäste um Papier für Opa Geiss. Als nächstes widmen wir uns dem Gevende Geiss. Ich übernehme an der Stelle kein Gewähr für eine korrekte Aussprache. Jedenfalls handelt es sich um den gähnenden Geiss. Er macht seinem Namen allen Ehren. So liegt er da im Nachthemd und gähnt, während der Klabauter auf dem Dach sitzt und um Papier bittet. Nur das Füttern mit Papier bringt den gähnenden Geiss zum Sprechen. So bedankt er sich dafür mit sehr schläfrigem Unterton. Danke, Ralph. Danke, Ralph. Danke. Nicht allzu weit weg sitzt Baby Geiss. Es befindet sich, um genau zu sein, rechts hinter der Villa Volta. Das Baby weint so lange, bis es mit Papier gefüttert wird. Allerdings ist die Stille leider nur von kurzer Dauer, bevor das Baby wieder zu schreien beginnt. Ein Geiss mit komplett anderem Look befindet sich in der Nähe der Rafting-Anlage Piranha. Hier gibt es nämlich Inka-Geiss in Form einer Inka-Statue. Leider hatte dieser Müllschlucker in den letzten Jahren immer wieder technische Probleme, die man scheinbar auch nicht in den Griff bekommen hat. Denn mittlerweile hat der Mund ein kleines Gitter erhalten, sodass man derzeit leider nichts mehr hineinwerfen kann. Voll funktionsfähig sind hingegen diese beiden Zwillinge mit Muttergeiss. Sie versucht, ihre beiden schreienden Quälgeister zu bändigen. Beruhigen kann man sie natürlich nur, wenn man sie mit Papier füttert. Die drei befinden sich etwas versteckt auf dem Anton Pieck-Plein in der Ecke bei dem Snackrestaurant hinter dem Karussell. Jetzt geht es noch einmal in eine ganz andere Ecke des Parks, zum Kapitän Geiss. Er befindet sich in der Nähe des Fliegenden Holländers. Er ist das einzige Familienmitglied der Familie Geiss, der selbst kein Papier isst, sondern das Papier benötigt, um damit seine Kanone zu stopfen. So wirft man bei diesem Müllschlucker das Papier in das Kanonenrohr. Entsprechend gibt es natürlich auch einen Knall, wenn das Papier eingeworfen wird. Der vorletzte Müllschlucker befindet sich im Bereich von Max und Moritz und ist Ompje Geiss, zu Deutsch Onkel Geiss. Da der Bereich um Max und Moritz deutsch angelehnt ist, spricht dieser Müllschlucker sogar teilweise Deutsch mit den Gästen. Der Onkel, der hier dargestellt ist im Übrigen Onkel Fritz aus den Max und Moritz Geschichten. Zur Erinnerung: bei ihm verstecken die beiden Lausbuben Käfer im Bett. Den Müllschlucker gab es in dieser Form übrigens schon weit bevor der Max- und Moritz-Bereich gebaut wurde. Damals noch bei der Bobbahn als Tiroler Geiss. Da die Geschichte mit Onkel Fritz, der gerade aus dem Bett aufgestanden ist, aber so gut passte, hat man bei der Umgestaltung des Bereichs dem Müllschlucker einfach eine neue Geschichte zugeordnet und ihn neu synchronisiert. Damit passt er auch wieder perfekt in den neuen Max- und Moritz-Bereich. Der letzte Müllschlucker schlägt so ganz aus der Reihe. Neiltje in het Teiltje, das Nilpferd in der Badewanne. Es befindet sich etwas versteckt auf dem Spielplatz direkt am Hoteleingang des Efteling Hotels. Das Nilpferd singt und blubbert in der Badewanne und freut sich über jede Papierspende der Besucher. Ihr habt es geschafft. Das waren alle 10 Familienmitglieder der papieressenden Familie Geiss aus Efteling. Ich hätte ja niemals gedacht, dass man über 10 Minuten nur über Mülleimer sprechen kann. Aber Efteling hat bewiesen, dass auch das möglich ist.
Wenn dir dieser besondere Streifzug durch Efteling gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen hoch oder ein Kanalabo da. In diesem Sinne, bis bald und haltet die Augen offen.